Grundeinkommen. Liebe Grundeinkommensadvokaten, das klingt vielleicht seltsam, Advokaten, aber im weltweiten Netzwerk Grundeinkommen, dem Basic Income Earth Network, BIEN, haben wir uns mittlerweile angewöhnt, uns gegenseitig so anzureden. Anwältinnen und Anwälte, also Advokaten, setzen sich gemeinsam für eine Sache ein und genau das tut das BIEN. BIEN wurde 1986 in Belgien als wissenschaftliches Netzwerk gegründet, sorgt also seit seiner Gründung vor allem für den Austausch von wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Es waren dort sehr viele Länder beteiligt, die man als die üblichen Verdächtigen bezeichnen könnte. Also die europäischen Länder, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland, dann die nordamerikanischen, USA und Kanada. Über die Jahre sind aber viele andere Länder dazugekommen. Man kann jetzt sozusagen schon von traditionell grundeinkommensgeneigten Ländern sprechen, wie Brasilien oder Indien. Und heute deckt das BIEN nicht nur mehr den wissenschaftlichen Bereich ab, sondern auch den Bereich der Aktivistinnen und Aktivisten. In den letzten Jahren sind immer mehr Länder hinzugekommen. Es gibt jetzt Aktivistinnen und Aktivisten auch aus Ländern wie Nigeria, Südkorea, Neuseeland. Auf dem letzten Weltkongress in Indien, in Hyderabad, waren Teilnehmende aus 45 Ländern. Das Grundeinkommen ist insbesondere in diesem Jahr, in dem Jahr der Pandemie, zu einem dringlichen Anliegen geworden. Und deshalb hat sich das BIEN in diesem Jahr so oft miteinander beraten wie noch nie zuvor. Im April hatten wir wöchentlich Videokonferenzen, jetzt haben wir das noch alle 14 Tage. Und das ist auch nötig, denn es tut sich weltweit sehr, sehr viel zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Durch die Pandemie gibt es vermehrt Stimmen, die sich für ein Notfallgrundeinkommen aussprechen. Zitate: Dies mag jetzt die Zeit sein, über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken, hat Papst Franziskus am 13. April 2020 gesagt. Oder: Wir müssen die Ressourcen den Menschen jetzt direkt in die Hand geben, damit nicht eine Legion neuer Armer entsteht. Das hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres bereits am 19. März 2020 gesagt. Ja, es ist richtig, dass wir durch die Pandemie besonders gut erkennen konnten, wo unser Gesellschaftssystem schwach ist und nicht auf Krisen vorbereitet. Zum Beispiel, dass Einkommen keine Selbstverständlichkeit ist und Menschen überall in Existenzangst gezwungen sind, dass sie oft in ausweglose Situationen getrieben werden, die kein Schicksal, sondern Menschenwerk sind. Das kann sich die Menschheit angesichts der globalen Krisen überhaupt nicht mehr leisten. Deshalb sind wir vom BIEN der Meinung, dass ein Grundeinkommen nicht einfach ein Pflaster ist, das für kurze Zeit aufgeklebt wird, bis eine Wunde verheilt ist, sondern dass es dauerhaft und weltweit eingeführt werden muss. Deshalb hat das Executive Committee des BIEN dem UN-Generalsekretär am 1. Mai 2020 einen Brief geschrieben, in dem wir den Vereinten Nationen vorschlagen, ein Beratungsgremium ins Leben zu rufen, das von jedem Land herangezogen werden kann, das die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ernsthaft überlegt, um die Art der Finanzierung und Einführung mit dem Beratungsgremium vorzubereiten. Und tatsächlich hat das BIEN Executive Committee vom Generalsekretär der Vereinten Nationen eine Antwort erhalten mit der Einladung, mit dem UN-Generalsekretär über die Möglichkeit der Einführung eines solchen Gremiums zu sprechen. Also wird das BIEN alle Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um die weltweit existierenden Gremien davon zu überzeugen, die Einführung von bedingungslosen Grundeinkommen weltweit zu ermöglichen. Denn der Zugang zu Einkommen ist lebensnotwendig, genauso wie der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und deshalb ist ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle genauso ein Menschenrecht wie der Zugang zu Trinkwasser oder Atemluft. Yeah! Und dass sich der UN-Generalsekretär für diese Idee ernsthaft interessiert, das kommt auch nicht von ungefähr.
Denn wenn man die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte genau liest, dann stellt man fest, in den Artikeln 22 bis 28 sind die sozialen Rechte der Menschheit so detailliert ausbuchstabiert, im Zusammenhang mit dem Recht auf eine soziale Ordnung, die diese Rechte den Menschen zur Verfügung stellt und garantiert. Das ist der Artikel 28. Was bedeutet, dass eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen die notwendige Schlussfolgerung aus der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte ist und dementsprechend die Menschenrechte nur mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verwirklicht werden können. Erheben wir deshalb die Forderung nach einem Grundeinkommen nicht nur für heute, nicht nur für hier und nicht nur für uns, nicht nur für die Dauer der Pandemie, sondern als dauerhafte, als eine logische Antwort auf die Zukunftsfrage, wie sichern wir uns gegenseitig unser Überleben auf diesem Planeten. Fordern wir das bedingungslose Grundeinkommen als das ein, was es ist: ein globales, soziales Recht. Vielen Dank. Dankeschön!